An der Universität gibt es immer jemanden, der denkt, er gehört nicht nur dazu, sondern er besitzt den Ort. Bei uns war das Maximilian Ritter. Alle nannten ihn nur Max, nicht weil er sympathisch war, sondern weil sein Name wie eine Marke klang. Max war nicht einfach reich. Er war diese Art von Reich, die nicht mit teuren Schuhen beginnt, sondern mit dem Gefühl, dass Regeln für andere gemacht sind. Er fuhr nicht wie wir mit der Bahn, er kam mit einem dunklen Wagen, der jeden Morgen direkt vor dem Gebäude hielt. Manchmal stieg er aus, während der Motor noch lief und ließ den Fahrer warten, als wäre das normal. Und Max wusste, dass alle ihn sehen. Er lebte davon. Ich studierte im selben Jahrgang wie er und am Anfang dachte ich, okay, ein arroganter Typ gibt es überall. Aber Max war kein normaler arroganter Typ. Er war ein System. Er machte Witze über Leute, die nicht zurückschossen. Er suchte sich immer die aus, die still waren, die sich nicht wehren konnten, die neu waren oder unsicher. Und wenn jemand doch den Mund aufmachte, reagierte Max nicht wie ein normaler Mensch, der sich verteidigt. Er reagierte wie jemand, der bestraft. Einmal in einem Tutorium fragte ein Erstsemester etwas zweimal, weil er es nicht verstanden hatte. Max verdrehte die Augen. »Bro«, sagte er laut, »wenn du das nach 2 Semestern immer noch nicht checkst, musst du vielleicht was anderes studieren.« Der Junge wurde rot. Der Tutor lächelte nervös und machte weiter. Max lehnte sich zurück, zufrieden. Als wäre das ein Punktgewinn gewesen. In der Mensa war es schlimmer. Max setzte sich nie irgendwo hin, wo er nicht im Mittelpunkt war. Er setzte sich so, dass er von allen gesehen wurde. Und er redete laut genug, dass Menschen in anderen Reihen es hörten. Er machte Kommentare über Kleidung, über Akzente, über Stipendien. Stipendium ist doch auch nur ein anderes Wort für »Ich kann mir mein Leben nicht leisten«, sagte er einmal und lachte, während sein Freundeskreis mitlachte, als wäre das ein Insider. Ich saß ein paar Tische weiter und sah, wie ein Mädchen den Kopf senkte. Sie stand auf und ging. Max schaute ihr nach wie einem kaputten Gegenstand, der ihn kurz unterhalten hatte. Was mich am meisten irritierte, keiner stoppte ihn. Nicht die Studierenden, nicht die Tutoren, nicht die Lehrenden. Weil Max nicht nur frech war, er war gefährlich frech. Denn jeder wusste, wer seine Familie war. Sein Vater hatte ein großes Unternehmen in der Region. Spenden an die Universität, Stipendienfonds, Neubauprojekte. Max erwähnte das nie direkt. Er musste es nicht. Das wussten alle. Und genau deshalb wirkte er unantastbar. Die Sache mit den Lehrenden wurde mir erst richtig klar, als ich es selbst hörte. Es war ein Mittwoch, spätes Seminar, wenig Leute. Unser Dozent Dr. Keller war streng, aber fair. Er ließ niemanden einfach durchwinken. Max kam wie immer zu spät. Nicht 5 Minuten, 20. Er schlenderte rein, als wäre er der Gastgeber, nicht der Student. Dr. Keller stoppte seinen Vortrag. »Herr Ritter«, sagte er, ruhig, »das ist nicht akzeptabel. Wenn Sie weiter zu spät kommen, wird das Konsequenzen haben.« Max lächelte. Dieses kalte, selbstbewusste Lächeln. »Konsequenzen?«, wiederholte er. Dr. Keller blieb sachlich. »Ja, Sie sind hier nicht in einer privaten Lounge.« Ein paar Leute lachten leise, aus Nervosität. Max stellte seine Tasche ab, langsam, als wolle er Zeit gewinnen. Dann sagte er, laut genug für den ganzen Raum. »Wissen Sie, Dr. Keller, ich glaube, Sie unterschätzen, wie schnell so ein Lehrauftrag plötzlich neu vergeben wird.« Der Raum wurde still. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog. Dr. Keller blinzelte. Ich sah den Moment, in dem er überlegte, hat er das gerade wirklich gesagt? Max setzte nach, als wäre es ein Witz. Mein Vater kennt da Leute. Man will doch keine unnötigen Probleme, oder? Es war keine direkte Drohung, nicht juristisch sauber, aber jeder verstand es. Dr. Keller sagte nichts. Er sah Max einen Moment an. Dann räusperte er sich und machte weiter, als wäre nichts passiert. Doch wir wussten alle, etwas war passiert. Nach dem Seminar standen wir draußen im Flur. Keiner sprach über den Inhalt, alle sprachen über Max. Hat der das echt gesagt? Der ist krank. Und Keller sagt nichts. Ich hörte auch eine andere Stimme, eine Studentin flüsternd, gegen den kannst du nichts machen. Der hat Geld, der gewinnt immer. Dieser Satz blieb hängen, weil er so endgültig klang. In den Wochen danach wurde Max schlimmer. Als hätte er gemerkt, dass niemand ihn stoppen würde. Er ließ Gruppenarbeiten platzen, indem er mitten im Meeting sagte, ich mach das nicht. Ich bin nicht eure kostenlose Nachhilfe.
Er schob Fehler auf andere, und wenn jemand ihn darauf ansprach, lachte er nur. Einmal sah ich, wie er im Campuscafé einen Mitarbeiter anschrie, weil sein Getränk zu warm war. »Mach neu«, sagte er, »oder hol jemanden, der es kann.« Der Mitarbeiter blieb ruhig, aber seine Hände zitterten. Max ging weg, als hätte er gerade eine Bestellung aufgegeben, nicht einen Menschen gedemütigt. Ich fing an, Max zu beobachten. Nicht aus Interesse, aus Selbstschutz. Ich wollte wissen, wie weit er gehen würde. Und ich merkte etwas. Max genoss nicht nur Macht, er brauchte sie. Er musste immer beweisen, dass er über anderen steht. Und je mehr niemand ihn stoppte, desto mehr suchte er den nächsten Kick. Dann kam der Tag, an dem alles kippen sollte, auch wenn wir das in dem Moment noch nicht wussten. Es war ein Seminar mit Gastvortrag. Ein externer Experte war da, viele Studierende, auch Leute aus anderen Fakultäten. Max saß wie immer hinten, mit seinem Kreis. Flüstern, lachen, tippen auf dem Handy. Der Gastredner sprach über Ethik, Verantwortung, Machtmissbrauch in Organisationen. Ironisch, ich weiß. In der Fragerunde meldete sich eine Studentin, neu, schüchtern. Sie fragte etwas Unschuldiges. Max lachte laut. »Bitte sag mir, dass das nicht ernst gemeint war.« Alle Köpfe drehten sich. Die Studentin erstarrte. Der Gastredner sah Max an. »Entschuldigen Sie«, sagte er ruhig, »wir lassen hier alle Fragen zu. Respekt gehört dazu.« Max grinste. Und diesmal sagte er etwas, was er sonst nur im kleinen Kreis sagte. »Respekt ist was für Leute ohne Einfluss.« Stille. Die Studentin schluckte, setzte sich, Tränen in den Augen. Und ich sah, wie neben mir jemand das Handy in die Hand nahm. Nicht um zu schreiben, um aufzunehmen. Ich konnte nicht sehen, wer es war, aber ich sah die Bewegung, den Winkel, das konzentrierte Gesicht. Und ich schwöre dir, in diesem Moment dachte ich zum ersten Mal, vielleicht ist Max nicht unantastbar. Vielleicht ist er nur zu laut gewesen. Denn Drohungen kann man wegdiskutieren. Blicke kann man ignorieren. Aber Worte, wenn sie aufgezeichnet sind, werden plötzlich zu Beweisen. Und Max hatte an diesem Tag viel zu viel geredet. Die Aufnahme machte nicht sofort die Runde. So etwas passiert nie sofort. Zuerst existiert sie nur in einem kleinen Kreis. Ein paar Handys, ein paar Kopfhörer, ein paar ungläubige Blicke. Am nächsten Morgen wusste ich, dass etwas anders war, nicht wegen Max, sondern wegen der Stille um ihn. Normalerweise betrat er den Campus wie eine Bühne. Laut, selbstsicher, immer mit Publikum. An diesem Tag kam er später, allein. Ich sah, wie Leute ihn ansahen, nicht bewundernd, sondern prüfend. Flüstern begann. »Hast du das Video gesehen? Meint der das ernst? Der Typ ist komplett durch.« Max setzte sich wie immer hinten. Aber diesmal lachte niemand mit ihm. Im Seminar begann der Dozent, Dr. Keller, ungewohnt nervös. Er räusperte sich mehrmals, sah auf die Anwesenheitsliste. Dann hob er den Blick. »Bevor wir anfangen«, sagte er, »möchte ich etwas klarstellen. Stille. Respektloses Verhalten, Drohungen oder Machtmissbrauch haben an dieser Universität keinen Platz.« Ich sah, wie Max die Schultern straffte. »Egal von wem«, fuhr Keller fort. Ein paar Leute drehten sich zu Max um. Er tat so, als merke er es nicht. Nach dem Seminar blieb niemand bei ihm stehen. Nicht einmal seine üblichen Begleiter. In der Mensa war es endgültig. Das Video war da. Nicht offiziell, aber überall. Max' Stimme klar, überheblich. Respekt ist was für Leute ohne Einfluss. Und davor und danach Kommentare explodierten. Nicht öffentlich. In Chats, in Gruppen, in DMs. Zum ersten Mal lachten Leute über Max, nicht mit ihm. Ich sah ihn auf sein Handy starren. Immer wieder aktualisieren. Sein Gesicht wechselte von Unglauben zu Wut. Er stand auf, stieß einen Stuhl zur Seite. »Wer hat das aufgenommen?« fauchte er. Niemand antwortete. Am Nachmittag kam die Mail. Einladung zu einem klärenden Gespräch. Absender? Dekanat. Nicht eine Einladung, eine Vorladung. Max erschien am nächsten Tag nicht im Seminar. Stattdessen sah ich 2 Männer in Anzügen durch das Fakultätsgebäude gehen. Kein Security, kein PR-Team, Recht. Die Universität versuchte schnell, die Kontrolle zu übernehmen. Eine Rundmail, sachlich bis unpersönlich. Wir nehmen Vorwürfe sehr ernst. Interne Prüfung. Keine weiteren Kommentare. Aber es war zu spät. Jemand hatte das Video an einen Blog geschickt. Nicht groß, aber gut vernetzt. Der Artikel war vorsichtig formuliert. Keine Namen. Aber jeder wusste, wer gemeint war. Student droht Lehrpersonal mit familiärem Einfluss. Am nächsten Tag griff eine Lokalzeitung das Thema auf.
Dann eine größere. Max' Nachname wurde genannt. Sein Vater reagierte sofort. Nicht mit Entschuldigung, mit Distanz. Eine kurze Erklärung über einen Sprecher. Die Aussagen spiegeln nicht die Werte unserer Familie wider. Zu spät. Max kam noch einmal auf den Campus. Ich sah ihn aus der Ferne. Er wirkte kleiner. Nicht körperlich. Sozial, kein Lachen, kein Gefolge. Ein paar Tage später wurde bekannt, dass Max aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt sei. Niemand glaubte das. Dann kam die zweite Mail. Herr Maximilian Ritter wird mit sofortiger Wirkung vom Studium suspendiert. Kein Drama, kein großes Statement, nur ein Satz. Und plötzlich war Max weg. Sein Profil verschwand. Seine Fotos wurden gelöscht. Sein Name fiel nicht mehr. Die Universität atmete auf. Dr. Kellades hielt eine Vorlesung wie immer. Etwas aufrechter, etwas ruhiger. Am Ende sagte er nur einen Satz. Manche glauben, Macht sei laut. In Wahrheit ist sie leise und rechtlich. Ich ging danach über den Campus. Alles war wie vorher. Und doch nicht. Die Leute redeten anders. Leiser, vorsichtiger, nicht aus Angst, aus Bewusstsein. Und ich dachte an Max, nicht mit Schadenfreude, nicht mit Mitleid, sondern mit einer Erkenntnis. Er hatte geglaubt, Geld mache unverwundbar, dass Status jede Grenze aufhebt, dass man Menschen herumstoßen kann, ohne Folgen. Aber Macht funktioniert nur, solange niemand hinsieht. Und Max hatte vergessen, dass jedes Publikum irgendwann still wird und zuhört. Die Studentin aus dem Gastseminar sah ich ein paar Wochen später wieder. Sie lächelte. Unsicher, aber aufrecht. Niemand machte Witze. Und ich verstand. Das war das eigentliche Ende. Nicht Max' Fall, sondern der Moment, in dem alle begriffen, dass Reichtum laut sein kann. Aber Wahrheit lauter? Ende.